Alle reden vom Auswandern und wenn man Social Media glaubt, dann wandern ganz viele Deutsche, Österreicher und Schweizer gerade aus. Sie haben die Schnauze voll. Aber dass im Ausland nicht alles Gold ist, das meint ein bekannter YouTuber in einem interessanten Video, das er vor kurzem veröffentlicht hat. Und mit diesem Video wollen wir uns einmal hier näher befassen. Gerald Hörhan, der bekannte österreichische YouTuber, der auch als Investment Punk bekannt ist, hat vor kurzem ein Video auf YouTube gepostet mit dem Titel Millionär packt aus, was dir niemand über das Auswandern erzählt. Und der Thumbnail sagt dann hier sehr aussagekräftig, Auswandern, Traum oder Albtraum. Gerald geht dann darauf ein, dass man ja zurzeit jede Menge Beiträge hier zum Thema Auswandern auf Social Media findet. Ganz viele wandern aus, so hat man jedenfalls den Eindruck und das wird immer als ganz einfach dargestellt, so als könnte es jeder machen. Nun, für Gerald ist das tatsächlich nicht so. Er unterstreicht in seinem Video, dass tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung auswandern kann. Für die meisten, so sagt er, ist die Auswanderung komplett unrealistisch. Und dann gibt es ja auch noch alle möglichen Nachteile, die mit dem Auswandern verbunden sind. So zum Beispiel Isolation, sich hier an ein neues Land anpassen zu müssen und so weiter und so fort. Nun, ich finde die Videos von Gerald sehr interessant. Ich kann sie dir nur empfehlen. Er ist ein sehr erfolgreicher Immobilieninvestor. Er hat eine illustre Karriere. Er hat früher im Investmentbanking und in der Unternehmensberatung gearbeitet, hat in Harvard studiert, also alles in allem jemand, der sehr intelligent ist und sehr qualifiziert ist und sehr viele interessante Videos zum Thema Immobilieninvestments auf seinem Kanal gepostet hat. Wie gesagt, etwas, das ich dir nur empfehlen kann. So, was er nun über das Auswandern sagt, von dem ist natürlich vieles tatsächlich logisch. Natürlich wird immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung auswandern. Natürlich haben wir hier keine Völkerwanderung, wo Millionen und Millionen Deutschland und Österreich verlassen. Es ist natürlich immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die auswandert, einige hunderttausend pro Jahr, aber es sind eben genau die Eliten, die Besserverdiener, die mobil sind und die auch auswandern können. Dann nennt Gerald zum Beispiel hier Beispiele von Personen, die ja nicht so ohne weiteres auswandern können. Hier nennt er interessanterweise Ärzte und Rechtsanwälte. Nun, ich denke, er hat sich mit dem Thema relativ wenig beschäftigt, denn wir haben sehr viele Mandanten, die genau Ärzte und Rechtsanwälte sind und ausgewandert sind. Wenn du ein deutscher Arzt bist, dann bekommst du mit Kusshand im Ausland praktisch in jedem Land der Welt, Neuseeland, Kanada, USA, Dubai, Saudi-Arabien, einen Job. Apropos Dubai, wir haben mehrere Mandanten, die als Ärzte nach Dubai ausgewandert sind. Warum machen sie das? Naja, Hälfte der Arbeitszeit, doppelter Verdienst, keine Steuern. Doppelte des Urlaubs, ja, ist natürlich sehr attraktiv. Ganz abgesehen von der Schweiz. Wie viele deutsche Ärzte gehen in die Schweiz? Ohne deutsche Ärzte würde das Schweizer Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren. Anwälte ist genau das Gleiche. Du verlierst ja nicht deine deutsche Anwaltslizenz, wenn du dann vom Ausland aus weiter arbeitest und zum Beispiel deine deutschen Mandanten betreust. Wir haben einige Mandanten, die Anwälte sind und das machen. Das heißt, sie sind vielleicht digitale Nomaden, sie sind vielleicht in irgendein Land ausgewandert und das mit vollem Wissen der Anwaltskammer. Das ist komplett legal. Die betreuen dann einfach weiterhin ihre Kunden in Deutschland, zahlen keine Steuern im Ausland, wenn sie es richtig machen, aber verhalten sich komplett korrekt. Auch das ist natürlich völlig problemlos möglich. Das ist nicht besonders schwierig. Das sind keine besonders großen Hürden zu überwinden. Ja? Und so ist es in vielen Berufsgruppen ähnlich. Ich hatte vor kurzem mal ein Video gemacht zum Thema Neuseeland. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Länder wie Kanada oder Australien. Dort gibt es eine lange Liste von Berufen, die in dem Land gesucht werden. Das sind jetzt bei weitem nicht nur Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Das sind ganz normal Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Handwerker und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht reich bist, sondern in Anführungszeichen nur ein Handwerker bist oder nur eine Altenpflegerin, aber du möchtest gerne weg aus Deutschland, wirst du vermutlich kein Problem haben, irgendwo einen Job zu bekommen mit deiner deutschen Qualifikation. Das, meiner Meinung nach, sieht Gerald also komplett falsch. Natürlich wandern deswegen trotzdem nur relativ wenig Leute aus, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Aber es könnten natürlich sehr viel mehr auswandern, wenn sie es denn wirklich wollten. Und ich glaube, wenn die Entwicklung
in Deutschland so weitergeht, dann wird das auch passieren. Dieser Trend ist für Deutschland ja auch in anderer Hinsicht ein Riesenproblem, denn Krankenschwestern und Ärzte zum Beispiel aus Indien oder den Philippinen, die man ja in Deutschland verzweifelt versucht zu gewinnen für den Umzug nach Deutschland und damit sie dann dort arbeiten, überlegen sich natürlich, was soll ich diese komische deutsche Sprache lernen? Da ziehe ich doch lieber nach Kanada, nach Neuseeland, nach Australien. In den beiden letztgenannten Ländern ist das Wetter schön, die Bezahlung ist überall gut. Hier können Sie auch einfach Englisch sprechen und müssen nicht das komische Deutsch lernen. Ja? Also auch hier das Thema Mobilität ist ja absolut keine Frage. Hier denke ich, da irrt sich Gerald schlicht und ergreifend. Es könnten sehr viel mehr auswandern, wie gesagt, aber natürlich tun es dann wenige, denn viele fühlen sich auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohl. Das ist ja auch komplett legitim. Das kann man ja auch verstehen. Gerald spricht dann des Weiteren über die Schwierigkeit, sich in einem neuen Land anzupassen und natürlich dort auch Freunde zu finden. Er spricht ja sicherlich auch aus Erfahrung, denn er hat ja früher selbst in den USA studiert und gelebt und gearbeitet. Hier muss man meiner Erfahrung nach einfach unterscheiden. Ich meine, es gibt einfach verschiedene Arten von Menschen. Ich habe Deutschland Anfang 20 verlassen. Ich konnte nicht darauf warten, Deutschland zu verlassen. Ich wollte schon als Teenager weg. Mich haben fremde Kulturen, fremde Länder nur gereizt. Das hat mich in keinster Weise abgeschreckt. Ich hatte kein Problem, auf die Menschen zuzugehen. Ich hatte und habe kein Problem, mit Kollegen hier Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. Natürlich ist das sehr anders, das ist ja völlig klar, aber ich habe ja auch das ganz andere gesucht. Hätte ich das ganz andere nicht gewollt, wäre ich ja auch in Deutschland geblieben. Ich habe aus Prinzip meine Kinder nie in eine deutsche Schule geschickt. Ich habe bewusst hier die deutsche Expat-Community im Ausland hier nicht frequentiert, denn ich wollte ja mit Einheimischen in London, in den USA und in anderen Ländern, wo ich gewohnt habe, Beziehungen knüpfen. Meine Partnerin übrigens ist auch Britin. Ja, also das heißt, das hängt nun tatsächlich vom Einzelnen ab. Manche finden das natürlich ganz schrecklich, manche haben sprachliche Probleme, manche können sich hier auch emotional nicht überwinden oder können hier mal in eine andere Mentalität reinschlüpfen, können hier nicht sich mal an eine andere Mentalität anpassen. Und das ist ja auch in Ordnung, dann bleibst du eben in Deutschland. Aber zu unterstellen, dass jetzt jeder, der ins Ausland geht, hier kreuzunglücklich wird, weil er nicht mehr von Deutschen und Österreichern umgeben ist, das ist natürlich nicht korrekt. Aber zu unterstellen, dass jetzt jeder, der ins Ausland geht, hier vereinsamt, weil er nicht von Deutschen und Österreichern umgeben ist, das ist natürlich eine absolute Fehleinschätzung. Im Gegenteil, ich kenne zum Beispiel Mandanten, die sind nach Lateinamerika ausgewandert, die sprechen jetzt lieber Spanisch als Deutsch. Die sprechen sogar auch mit ihren Kindern Spanisch, weil sie sagen, sie fühlen sich in der spanischen Sprache eher willkommen als in der deutschen. Die deutsche Sprache ist ihnen fremd geworden. Also dieser Punkt hängt tatsächlich sehr stark vom Individuum ab und es gibt eben unterschiedliche Menschen und wir alle sind eben unterschiedlich gepolt und der eine mag das und der andere mag jenes. Gerald sprach dann auch noch die steuerlichen Themen an. Das sind natürlich Herausforderungen. Das ist ja etwas, mit dem wir uns hier tagtäglich beschäftigen. Er hat insbesondere das Thema Wegzugsteuer angesprochen. Die Wegzugsteuer, ja, das ist ein Thema. Hier gibt es unterschiedliche Behandlungen in Österreich und in Deutschland. In Deutschland sind nur jene davon betroffen, die an Kapitalgesellschaften zu mehr als 1% beteiligt sind, und zwar inländische und ausländische Kapitalgesellschaften. In Österreich trifft es tatsächlich jeden, der hier auch privates Kapitalvermögen hat. Also wenn du hier Privataktien besitzt, dann müsstest du auf einen fiktiven Veräußerungsverlust beim Verlassen Österreichs die Wegzugsteuer bezahlen. Aber tatsächlich gibt es natürlich dafür ganz legale Lösungen. Da gibt es Möglichkeiten, diese Wegzugsteuer zu umgehen. Dass also jeder Auswanderer hier bedroht ist von Millionen Steuerforderungen, das stimmt natürlich so nicht. In Deutschland zum Beispiel ist es ein beliebter Weg, die eigene GmbH in eine GmbH und Co. KG Holding hineinzulegen, dann hat sich das Thema Wegzugsteuer erledigt. Wenn man jetzt in Österreich ein Depot hat, zum Beispiel mit Aktien und sowas drauf, dann kann man einfach diese Aktien an ein Familienmitglied verschenken. Es gibt ja in Österreich keine Schenkungssteuer. Und wenn man wieder zurück nach Österreich zieht, dann bekommt man diese Aktien dann zurückgeschenkt. Oder aber wenn sie dann tatsächlich natürlich verkauft werden, dann wird Steuer in Österreich fällig. Das kann man dann nicht verhindern. Aber wie gesagt, das Thema Wegzugsteuer lässt sich in den meisten Fällen legal umgehen. Es ist definitiv ein Thema, es ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Da gibt es auch viele andere Punkte. Das Thema Entstrickungsbesteuerung, man darf keinen Wohnsitz in Deutschland mehr haben, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht in Deutschland und so weiter und so fort. Also natürlich ist die ganze steuerliche Thematik sehr ernst zu nehmen. Aber dass jetzt hier die steuerliche Katastrophe ausgelöst wird für jeden, der ins Ausland geht,
Das ist natürlich absolut nicht so. Also, ich bin dem Gerald sehr dankbar für sein Video. Ich finde solche Beiträge immer sehr spannend. Ich finde es sehr interessant, wenn sich mit dem Thema jemand hier intellektuell auseinandersetzt. Ich stimme dem Gerald schon zu. Natürlich gibt es hier viele, die hier vorschnell zum Auswandern raten. Auch ich habe ja schon einige Videos gemacht, dass man vorsichtig sein muss, dass man die richtige Motivation haben muss, um ins Ausland zu gehen. Man will ja nicht enden wie jene, die man hier vielfach in Goodbye Deutschland in dieser TV-Serie sieht, die dann hier im Ausland scheitern. Ja, also natürlich will das gut überlegt sein, ins Ausland zu gehen. Da stimme ich dem Gerald absolut zu. Es ist natürlich vielfach eine Herausforderung. Trotz den Beispielen, die ich dir jetzt vorhin genannt habe, hier von Neuseeland, Australien, Kanada und Dubai, würde ich dir natürlich nicht raten, in irgendein Niedriglohnland zu ziehen und dort einen lokalen Job zu suchen. Das wäre natürlich meiner Meinung nach Selbstmord. Wenn du in einem Niedriglohnland wohnst, dann musst du entsprechend einen Job haben, eine Tätigkeit haben, wo deine Kunden oder dein Arbeitgeber im Ausland ist, dass du aus dem Ausland bezahlt wirst, dann ist das Ganze natürlich interessant. Also insofern hier, dass hier Vorsicht geboten ist, dass man gut planen muss, dass man aus den richtigen Gründen auswandert zum Beispiel. Das sind natürlich alle schon sehr wichtige Punkte. Da ist natürlich wirklich Vorsicht geboten. Aber eben tolles Video hier ansonsten von Gerald. Vielen Dank. Wie gesagt, wir packen einen Link zu dem Video auch hier nochmal in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. So, wenn du dich mit diesen Themen ebenfalls auseinandersetzt und hier guten Rat brauchst, möglicherweise auch zu den steuerlichen Themen, die wir angesprochen haben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Themen zu unterstützen, Umzug ins Ausland, steuerliche Optimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.